Hallo, ich habe mir hier schon eine Leinwand hingelegt und ja, die habe ich nämlich gerade mit Spachtelmasse bearbeitet. Die trocknet jetzt und die wirst du dann das nächste Mal sehen. Darauf freue ich mich. Ich habe mir gedacht, ist was mit Blumen dran und so in die Richtung wollte ich was machen. Ich wollte Van Gogh mit einbeziehen und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Also ich habe hier meine Fläche und stelle mir hier so einen Strauch Blüten vor. Und deswegen zeichne ich das jetzt erst einmal vor und gehe mit dir wieder das Ganze Schritt für Schritt durch, anders als Van Gogh das gemalt hat, aber eben auf meine Art und Weise und versuche darüber dir das Motiv näher zu bringen. Du fängst mit Schwarz an. Ja, genau. Also einmal mit Schwarz hier rüber. Und das ist ja das Schöne an der Arbeit hier. Du hast dich jetzt einmal schon mit der Form auseinandergesetzt und mit der Fläche, mit der Flächenaufteilung und kannst es jetzt einfach wieder wegwischen sozusagen und noch einmal machen. Und das macht dich einfach freier. Du kannst nämlich losgelöster an deine Arbeit oder an deine Arbeitsschritte immer gehen. Jetzt fange ich wieder an und setze wieder den Strauch da drauf und diesmal auf eine andere Art und Weise. Und auch hier kann ich entspannter sein. Also es muss nicht so perfekt sein, weil ich werde da sowieso wieder drüber gehen. Es ist eine zweite Übung für dich und das hat viele Vorteile. Ich merke schon, ich krickel und krickel. Es macht einfach Spaß und ich kann das jetzt hier machen. Ich kann mich hier schon mal ein bisschen drauf austoben und mich hineindenken in die Äste, in die Blüten und ja, gehe schon auf Reise. Hier ist trocken, also da kann ich jetzt wieder drüber gehen. Jetzt weiß ich genau, wie meine Äste aussehen und meine Blüten. Ich war vorher viel zu groß und werde jetzt kleiner und feiner arbeiten. Ja, also alles wieder übermalen. So, jetzt kommt erst mein Ast, meine Äste, mein Baum mit den Blüten. Und ich weiß jetzt, dass ich kleiner werden muss. Also kleinere Blüten und feinere Linien setze ich jetzt hier. Van Gogh, der hat so ein wunderschönes Bild von der Mandelblüte gemalt. Und da sieht man so toll die verknöcherten Äste. Er hat schwarze Linien mit eingearbeitet und das Bild mag ich total gerne. Ich habe es auch schon im Original gesehen und ja, daran kann ich mich jetzt leider nur erinnern. Ja, viel mit diesen schwarzen Linien setzt natürlich die Farbe ganz anders. Er malt in Öl, setzt die pastös auf. Also ich zeige dir mal ein Bild von ihm, was ich fotografiert habe. Und ich sehe ja nur die Apfelbäume hier in Norddeutschland und die studiere ich sehr gerne. Und deswegen wird das hier so eine Mischung aus Van Gogh und meine Art eben. Aber die Inspiration ist schön und das macht Spaß, sich auch an solchen Bildern zu orientieren. Dann also auch die Linie hier wieder wegwischen, einfach Farben drüber geben und neu reinziehen. Das ist ja der Vorteil aus der Technik, die kennst du aber schon. So finde ich es schon mal ganz gut. Die Farbe trocknet ja recht zügig, also da kann ich jetzt weiter drauf malen.
Suche ich mir hier mal einen feinen Pinsel raus, also einen Rundpinsel. Ziehe ich hier die Linien nach. Das macht schon wieder Spaß. Das sind natürlich auch Lieblingsfarben, die ich hier nehmen kann. Ist ja auch toll. Auch hier brauchst du überhaupt nicht ordentlich sein. Mal einfach da die Linien grob nach und dann passt das schon. Die Sonne scheint in meinem Atelier, da verändert sich immer sofort auch die Farbe. Also eigentlich ist es grün-türkis und wenn die Sonne nicht drauf scheint, ist es eher bläulich. Und ja, so verändert sich das. Ich nehme jetzt aber hier auch mal so eine Mischung aus Ultramarin. Ich finde, er hat immer viel Ultramarin genutzt. Nicht unbedingt in diesem Bild, aber ich habe es in vielen Bildern gesehen bei ihm. Es hat Spaß gemacht, an Van Gogh zu denken, wieder an die schöne Ausstellung zu denken, in der ich mal war und ja, das Ganze nochmal wieder aufleben zu lassen und von der anderen Seite mal zu betrachten. Und ja, es ist ganz simpel und ganz einfach umgesetzt. Also nicht so wie von Van Gogh, aber schon die Inspiration davon, das ist schon toll. Es muss also nicht perfekt sein, du sollst einfach Spaß haben und ja, über die Schritte einfach einen Weg zur Malerei finden. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Tschüss! Im Buch auf Seite 86, da findest du die Blüte im Wechselspiel und da ist es eben genau dieselbe Technik. Da schau noch mal rein und da findest du sicherlich auch noch den ein oder anderen Hinweis. Also Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank für dein Like, vielen Dank für dein Abo. Darüber freue ich mich, dass die Gemeinschaft hier so groß wächst und natürlich herzlichen Dank für die vielen, vielen lieben Kommentare. Ich lese sie alle und ich freue mich immer sehr. Also die gehen wirklich auch oftmals unter die Haut und ja, Dankeschön. Danke auch für die tolle Gemeinschaft, die daraus wächst. Danke.